Letzter und spannendster Teil, Uwe. Da wird es jetzt nochmal richtig interessant. Es geht um das Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Learning, Qualitätsindikatoren im Netz, also Netzanomalien, wie ich die erkennen kann und da auch bewerten kann. Alles das steckt ja in dieser kleinen, ich nenne es jetzt mal liebevoll Taschenrakete, in dem Schweizer Taschenmesser, in unserem Grid Analyzer. Wie habt ihr das umgesetzt? Was war da der Drang und wie kam es dazu? Ja, Stefan, in der Tat, das ist der innovative Teil, der am meisten innovative Teil in dem neuen Modul im Grid Analyzer. Was war die Überlegung? Die Überlegung war, ich will ja nicht nur die Leistungen und die Spannungen wissen, sondern ich will auch die Qualität der Stromversorgung wissen. Wie sieht die Spannung aus? Und heutzutage ist das nicht mehr ganz so einfach, weil es gibt viele elektronische Geräte hinten dran, es gibt Maschinen hinten dran, leistungsstarke Maschinen, es gibt auf dem Rückwärtsweg Wechselrichter, die einen Einfluss haben auf die Spannungsqualität und Probleme verursachen können. All die Dinge, das ist heute wichtig zu wissen, wie verhält sich da das Netz, wie sieht das Netz aus, um die entsprechenden Qualitätsrahmenbedingungen, die vorgeschrieben sind, einhalten zu können. Oder auch einfach, um Schädigungen zu vermeiden und die Belastung vom Trafo zum Beispiel oder der ganzen Infrastruktur reduzieren zu können. Ja, Blindleistungen oder sonst irgendwelche Signale, die nicht gewollt sind, die belasten das System zusätzlich. Und das kann ich jetzt natürlich sehr aufwendig messen, indem ich dort ein Messgerät einbaue, das zig Messwerte generiert und die kann ich dann auch natürlich nach oben übertragen, kann die oben auswerten, habe ein riesen Datenpaket, habe eine Menge an Daten. Und dann ist die Frage, wer macht denn jetzt was damit? Ja, eigentlich will ich ja nur wissen, wenn es ein Problem gibt. Und wenn es ein Problem gibt, dann kann ich genauer gucken, aber zunächst mal will ich wissen, hier sollte ich vielleicht mal genauer nachgucken. Wenn alles in Ordnung ist, brauche ich die Daten ja auch nicht. Ich brauche sie nur dann, wenn entsprechende Fehlerfälle auftreten. Genau. Und deswegen haben wir uns ein einfaches System überlegt, das jetzt eben nicht ein riesen Datenvolumen macht, sondern das vor Ort schon die Messwerte analysiert. Vor Ort habe ich sehr feingranulare Messwerte, insbesondere die Spannungsmesswerte, und kann die auswerten. Und wir haben jetzt gedacht, KI ist dafür der richtige Ansatz. Prädestinierter Ansatz dafür. Ja. Wir haben Daten aus dem Netz, wie Störungen auf der Spannung aussehen, wie ungewollte Störungen auf der Spannung aussehen. Und damit haben wir eine künstliche Intelligenz trainiert, Trainingsdaten hier in das Spannungsmessmodul eingebaut. Und auf Basis dieser Daten wird der aktuelle Spannungsverlauf bewertet nach unterschiedlichen Kriterien. Das heißt zunächst einmal, wir haben das in 7 Klassen aufgeteilt. Die erste Klasse ist, es ist alles bestens. Ja, wenn dort 100% steht, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal optimal aussieht, wenn die KI das sagt, dann brauche ich mich da überhaupt nicht drum kümmern, dann ist alles bestens. Spannend sind natürlich dann, wenn bei den anderen Klassen dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit auftritt, eine 80%, 90% Wahrscheinlichkeit, dass diese Störung auf dem Signal drauf ist, dann sollte ich mal gucken. Dann ist es wichtig, dass man dann detailliert guckt und vielleicht dann auch Abhilfemaßnahmen schafft. Die Klassen sind dann ganz unterschiedlich. Da geht es dann um Spannungsschwankungen, da geht es um kurze Spannungsunterbrechungen, da geht es um Transienten und Peaks auf dem Spannungssignal drauf, oder es geht um Schwingungen, die durch induktive Lasten und Schaltvorgänge erzeugt werden können, oder Spannungseinbrüche, die durch Zuschalten von Phasenanschnittsteuerung oder ähnlichen Dingen da passieren können. Alles Dinge, die man nicht haben möchte. Diese Klassen kennt die KI und ordnet das aktuelle Signal diesen Klassen zu und sagt, das ist hier jetzt gerade der Fall, schau mal nach. Okay. Das heißt, ich kann mir eine Alarmmeldung konstituieren in dem Gerät und die mich dann selbstständig alarmiert oder ein Warnsignal ausgibt? Das Gerät selber kann nicht analysieren, ja, okay. Sondern wir stellen einfach einen Indikator, einen Messwert zur Verfügung, auf den ich dann auch einen Grenzwert setzen kann. Ich könnte jetzt also hier beim reinen sinusförmigen Verlauf brauche ich keinen Grenzwert draufzusetzen, da ist ja alles okay, aber bei den anderen Klassen, bei den entsprechenden Werten könnte ich sagen, wenn dort das Bewertungskriterium über 70-80% ist, dann mache ich irgendwo eine Meldung im übergeordneten System. Und ich brauche nicht die ganzen
andere Messwerte auszuwerten und erstmal darüber einen Algorithmus laufen zu lassen, um so einen Grenzwert zu bilden, sondern ich habe direkt schon einen Indikator, mit dem ich das tun kann. Also leichte Alarmierung im übergeordneten System, oder Alarmierung muss ja nicht gleich eine Alarmierung sein, aber zumindest muss es aufpoppen und sagen, da ist was nicht in Ordnung. Und genau das ist ja auch der Sinn solch eines Messsystems, Problempunkte im Netz zu finden und zu detektieren. Also die Erfahrung ist, dass man beispielsweise im Industriegebiet da schon Hinweise kriegt, die wichtig sind, dass man an der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Verbraucher vielleicht dann doch mal was tun sollte, damit das Netz eine bessere Qualität hat. Also Störquellen gibt es en masse, so habe ich das jetzt verstanden und mitgenommen. Der Grid Analyzer kann das selber identifizieren und bewerten, solche Netzanomalien, und kann entsprechende Triggerpunkte dann nach oben hin absetzen, sodass ich die erkennen kann in einem Leitgist-System, digitalen Zwilling, wie auch immer die Daten dann verarbeitet werden. Klingt nach einem wirklich super innovativen Schritt. Wie funktioniert denn das Ganze? Kann man da ein bisschen noch näher drauf eingehen, ein paar Insights geben? Haben wir umfangreiche Analysen gemacht und haben dann sozusagen aus diesen Messwerten die kategorisiert und Trainingsdaten generiert, die das Modul dann als Input bekommt. Als Basis verarbeitet, als Basis okay. Bekommt, ja. Und das Spannende hier auch ist, dass ich zum Beispiel diese Trainingsdaten auch später nochmal anpassen kann. Also wenn es hier weitere Informationen gibt oder wir zum Beispiel auch noch weitere zusätzliche Klassen definieren wollen, dann können wir das im System, so wie die Firmware auch, updaten. Entweder über die Fernwerkstrecke, über die Kommunikationsverbindung oder lokal über den USB-Anschluss. Auch das wäre möglich. Super viel Input. Vielen, vielen Dank, Uwe, für die Neueinführung und die vielen Details rund um den Grid Analyzer Power Meter Voltage and Current. Wenn Sie nachgelagert nochmal Informationen haben möchten, sprechen Sie uns gerne an, entweder den Uwe oder mich direkt. Wir zeigen Ihnen gleich noch unsere Kontaktdaten entsprechend für die Aufnahme und würden uns freuen, wenn wir uns nochmal dann dezidiert austauschen dürfen. Wünschen eine gute Zeit und vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.